Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute ein Video versprochen und in diesem Video werde ich versuchen, euch Impulse weiterzugeben der geistigen Welt von eurem Seelenpartner. Was ist gerade aktuell los? Was zeigt sich? Und was ist bei ihm gerade los? Was zeigt sich dort? Was nämlich dort war? Das werde ich mit euch teilen. Das ist quasi ich habe schon mal ein Channeling gemacht, aber diesmal teile ich das mit euch öffentlich und ich freue mich drauf. Ich werde mich jetzt verbinden und euch die Worte, die ich empfange, weitergeben und auch die Bilder. Also was ich wahrnehme, sind Fesseln. Er streckt beide Hände aus und beide Hände sind in Fesseln. Er rüttelt sich und schüttelt sich, versucht diese Hände aus seinen Fesseln zu bewegen, aber er schafft es nicht. Er reibt sich sie sozusagen schon blutig. Er möchte aus diesen Fesseln raus. Er windet sich wie ein Aal, aber kann sich nicht befreien. Ich sehe im Hintergrund bei ihm eine Frau, die steht hinter ihm. Er rechts. Diese Dame ist sehr dominant, hat viel die Zügel in der Hand und emotional wirkt sie sehr kühl. Diese Frau ist schon lange in seinem Leben. Auf der linken Seite hinter ihm nehme ich Kinder wahr. Es können ein sein, es können aber auch zwei sein. Er schaut quasi nach links und rechts hinter sich, seine Vergangenheit, aber auch noch ein großer Teil seines Lebens. Vor ihm liegt die Zukunft. Er blickt nach vorne, möchte diese Hände, seine Hände befreien. Ich sehe, wie er versucht, nach links und rechts die Arme wegzuschlagen. Aber er schafft es nicht, weil der Knoten so fest ist, dass er sich einfach nicht befreien kann. Jetzt tauchst du auf. Du stehst vor ihm. Er guckt dich an, guckt nach hinten, auf beide Seiten. Einmal zu ihr und einmal zu seinen Kindern. Er möchte sich bewegen, aber er kann nicht. Ihr müsst euch das vorstellen, es ist wie ein Stein, an dem er gebunden ist. So an seinen Füßen, an seinen Händen. Es ist so unglaublich schwer. Ich nehme auch wahr, dass es ihm den Hals zuschnürt. Er vermisst dich. In dieser Zeit ist ganz viel Unruhe auch in ihm. Er möchte raus, möchte sich bewegen. Er möchte vorwärts gehen. Seine Vergangenheit hält ihn aber fest. Er hat noch eine Thematik zu lösen. Mit einer Frau. Karmischer Natur. Diese Dame ist sehr dominant. Gefühlsmäßig eher kühl, bestimmend. Er ist an sich ein sehr warmherziger Mann, der von Mauern umgeben ist. Seine Kindheit war nicht ganz einfach, ganz leicht. Er musste viel einstecken. Aktuell steht er still. Er bewegt sich nicht wirklich. Er ruht in sich. Er weiß, dass er etwas verändern muss.
aber es fällt ihm so unglaublich schwer, loszulaufen, etwas zu verändern. Er hat wahnsinnige Verlustangst, auch Angst, seine Kinder zu verlieren. Seine Kindheit war nicht ganz leicht. Er musste viel emotional einstecken, hat nie die Liebe bekommen, die er gebraucht hätte. Deswegen dreht er sich immer wieder im Kreis. Du dreist ihm Dinge an, die ihm seine Wunden zeigen. Du gibst ihm aber auch so unglaublich viel Liebe, Wärme und Geborgenheit. Dein Ansehen, dein Auftreten lässt ihn erstarren, hält ihn klein. Er hat das Gefühl, neben dir nicht zu glänzen, weil du so wertvoll bist. Ich nehme wahr, dass er demnächst wieder auf dich zukommen wird. Ich sehe, wie er dir die Hand reicht. Er kommt aus der Vergangenheit wieder zu dir zurück. Er reicht dir die Hand und hoffst, dass du sie nimmst. Das könnte erstmal oberflächlich wirken für dich. Vielleicht kommt er mit einer saloppen Nachricht wie geht's dir? Oder einfach nur ein Hallo. Diese Nachricht könnte auch in der Nacht kommen, wo es am meisten auch in ihm arbeitet. Denn er hat auch psychische Probleme, Sorgen. Ich nehme auch Süchte bei ihm wahr. Ich nehme wahr, dass er eventuell raucht oder trinkt, um seine Emotionen zu unterdrücken. Er versucht im Außen zu glänzen, was er auch macht, da er sehr ansehnlich ist, charismatisch, auch unantastbar irgendwie. Er wirkt sehr angespannt auch. Beruflich ist er auch sehr eingespannt. Er kommt aus der Vergangenheit zurück. Er möchte dich sehen. Er vermisst dich. Ich nehme wahr auch, dass er Gefühle hat. Sein Herz schlägt, bubum, bubum, bubum. Ich sehe ein großes Herz, ein sehr, sehr großes Herz, umrundet von Mauern. Aber dieses Herz schlägt für dich. Er hat aber noch Ängste, sich komplett hinzugeben, weil seine Vergangenheit ihn immer noch festhält. Schau du, ob du diese Hand nehmen willst, wenn er auf dich zukommt. Es liegt an dir, auch gewissermaßen, ob du jetzt so, wie es noch ist, mit ihm weitergehen möchtest. Bleib bei dir, in deiner Kraft, in deiner Mitte. Du bist schon so weit gekommen. Er darf seine Vergangenheit alleine klären. Hab Vertrauen. Ja, ihr Lieben, ich muss mich jetzt erstmal kurz sammeln. Ich hoffe, dass euch das Reading gefallen hat. Ihr könnt mir dafür gerne einen Daumen nach oben lassen.
auch gerne im Kommentar schreiben. Ihr könnt so ein Channeling auch für euch selbst buchen oder für euer Gegenüber bei mir. Ich verlinke euch natürlich wieder gerne, wie ihr mich erreichen könnt. Ich drücke euch ganz, ganz fest und freue mich, von euch zu lesen und wünsche euch einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Bis dann!